Eine Firma gründen oder sich selbstständig machen ist in Deutschland sehr einfach. Ich erkläre hier in diesem Video, wie du das machst, aber was danach kommt, der zweite Schritt, ist, dass du für das Finanzamt den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen musst. Und der hat es ganz schön in sich. In diesem Kurs gehen wir zusammen diesen Fragebogen durch. Ich erkläre dir, was das Finanzamt damit meint. Ich erkläre dir auch die steuerlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge und was passiert, wenn du an einigen Stellen das so und so ausfüllst. Also wir gehen zusammen den gesamten Fragebogen durch. Du hast zum Schluss einen super ausgefüllten Fragebogen. Du kannst dir sicher sein, dass du alles richtig gemacht hast. Das ist auch der Vorteil, dass du dich wohlfühlen wirst, wenn du diesen Fragebogen abgeben kannst. Du sparst außerdem Geld, indem du diesen Fragebogen nicht dem Steuerberater gibst, weil der Steuerberater stellt dir das ja auch in Rechnung. Und du lernst in diesem Kurs steuerliche und wirtschaftliche Zusammenhänge kennen. Für wen ist dieser Kurs? Für alle zukünftigen Selbstständigen, die gründen wollen, für Freiberufler, Gewerbetreibende, selbstständige Handwerker, für Menschen, die eine Personengesellschaft gründen wollen, also eine GbR oder OHG, denn dafür ist dieser Fragebogen auch. Ich freue mich auf dich, komm in meinen Kurs, du wirst sehr viel lernen. Wir werden gemeinsam deinen Fragebogen ausfüllen. Ich zeige dir alles, wie es geht und dann hast du ein gutes Gefühl, dass du das Richtige gemacht hast und es richtig abgegeben hast und du wirst dich sicher fühlen und wieder einen großen Wissensschatz angesammelt haben. Bis gleich. Was die Folge ist, wenn du falsch ausgefüllt hast, das, was durchaus passieren kann, und wie du das heilen kannst. Wir füllen dann gemeinsam den Fragebogen Schritt für Schritt aus und ich beantworte alle Fragen, die so üblich sind, wenn die verschiedenen Punkte auftauchen. Und für fleißiges Mitmachen erhältst du noch einen Bonus, den du auch sofort nutzbringend für dich anwenden kannst. Bevor wir richtig starten, brauchst du dringend den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, den du dir beim Finanzamt herunterladen kannst und wir brauchen den ausgedruckt. So sollte der aussehen. Bitte mach jeden Schritt mit, drück auf die Pause-Taste und besorg dir immer das, was ich gerade sage. Punkt 3. Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen in Klammern Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Erst einmal zur Erklärung. Davor haben viele Gründer Angst. Aber bei der Einkommensteuer hast du einen Freibetrag von 9.168 €. Jetzt im Jahr 2020. Das heißt, bis zu diesem Gewinn musst du keine Einkommensteuer zahlen. Erst alles, was drüber ist. Und da steigt die Einkommenssteuer sanft an. Du kannst dich auf der Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen tiefer darüber informieren. Nächster Punkt. Gewerbesteuer. Auch da gibt es einen Freibetrag von 24.500 €. Erst darüber musst du Gewerbesteuer bezahlen. Das gilt aber für Gewerbetreibende, nicht für Freiberufler. Die Höhe der Gewerbesteuer hängt davon ab, in welcher Gemeinde dein Unternehmen sitzt. Jede Kommune setzt die Gewerbesteuer selbst fest, um auf dein Konto zugreifen zu können. Ich habe schon Unternehmer erlebt, die dort das Ja angekreuzt haben. Was wird denn dann dort abgebucht? Es wird dort abgebucht die Umsatzsteuervorauszahlung, die Einkommensteuervorauszahlung, die Umsatzsteuernachzahlung und die Einkommensteuernachzahlung. Aber man kann es auch als Überweisungsauftrag selbst übernehmen und kann die Nachzahlungen auch immer noch schieben, wenn noch kein Geld von den Kunden auf dem Konto ist. Also überlege gut, ob du dort ein Kreuzchen machen möchtest. Es ist kein Muss, sondern ein Kann. 1.6 Steuerliche Beratung.
Kreuz Nein an, wenn du selbst die Steuerabrechnung machst. Ansonsten die Adresse und Telefonnummer des Steuerberaters hier hineinschreiben. Hier kommt natürlich die Telefonnummer des Steuerberaters rein und die E-Mail des Steuerberaters. Das ist sehr praktisch. Wenn du einen Steuerberater hast, dann kann sich das Finanzamt gleich mit dem Steuerberater unterhalten und muss nicht immer erst über dich gehen, falls du einen Steuerberater engagieren möchtest. Hast du noch keinen, kannst du auch das später dem Finanzamt später noch nachtragen. 1.7 Empfangsbevollmächtigter für alle Steuerarten. Der unter TZ 1.6 angegebene Berater ist empfangsbevollmächtigt. Hier wird gefragt, ob die Briefe des Finanzamts an dich oder an deinen Steuerberater gleich gehen sollen, so dass du sie erst gar nicht siehst. Du kannst es auch alles offen lassen, dann kommen die Steuerbescheide zu dir. In manchen Firmen gibt es für verschiedene Bereiche verschiedene Steuerberater oder Buchhalter oder Prokuristen.